that manufactured undergarments and employed up to 500 people. Julius Schmidt hatte eine Firma gegründet, Julius Schmidt Company oder ISCO abgekürzt, die Unterwäsche hergestellt hat und bis zu 500 Menschen angestellt hatte. As the family was well-to-do, Greta had the benefit of spending time in England and in France. She took cooking lessons there, as well as extensive travel in different parts of Europe. Da die Familie wohlhabend war, hatte Grete die Möglichkeit, Zeit in England und Frankreich zu verbringen, wo sie Kochunterricht genommen hat. Und sie hat weite Reisen in verschiedenen Teilen Europas unternommen. Simon and Greta married in 1936 in Stuttgart. Im Jahr 1936 haben Simon und Grete in Stuttgart geheiratet. Simon maintained his medical practice despite the restrictions imposed by the National Socialist regime, but at some point in 1938, Simon and Greta began planning to emigrate. Simon behielt seine Arztpraxis bei, trotz der wachsenden Einschränkungen seitens des nationalsozialistischen Regimes, aber an einem bestimmten Punkt im Laufe des Jahres 1938 begannen Simon und Grete über die ihre Emigration zu planen. Simon was interned briefly in Dachau after Pogromnacht, and not soon after that, in December of 1938, he and Greta left Germany for the United States. Nach der Pogromnacht 1938 war Simon kurzzeitig in Dachau interniert und nicht lange danach, im Dezember 1938, haben er und Grete Deutschland in Richtung der Vereinigten Staaten verlassen. They lived for a short time in New York City, so Simon could prepare for the medical state board exams, which he passed. Sie haben zunächst eine kurze Zeit in New York City gelebt, wo Simon sich vorbereiten musste auf die medizinische Anerkennung in den USA, das State Board Exam, das er bestanden hat. Simon and Greta then decided to settle in the university town of Ithaca, New York. Simon und Grete haben sich dann entschieden, sich in der Universitätsstadt Ithaca im Staate New York niederzulassen. There they had two sons, me and my late brother Ronald, who died 2 years ago. Sie hatten zwei Söhne, mich und meinen verstorbenen Bruder Ronald, der vor 2 Jahren gestorben ist. My mother very quietly and efficiently ran the household and was more involved. She had more time to raise me and my brother. Meine Mutter hat sich um den Haushalt gekümmert, leise und effektiv, und war mehr involviert, weil sie mehr Zeit hatte, mich und meinen Bruder aufzuziehen. She even supported the family financially during 2 critical periods while Simon was studying for the medical state board exams in 1939 and when he was quite ill in 1945. Sie hat sehr die Familie finanziell unterstützt in 2 kritischen Perioden. Zum einen, als Simon sich um die medizinische Anerkennung in den USA bemüht hat, 1939, und als er sehr krank war in 1945. In her youth, she was quite athletic, and it was she who taught me how to play tennis. In ihrer Jugend war sie sehr athletisch und sie hat mir das Tennisspielen beigebracht. She was also my teacher for my first year of high school German. I did not take the class in school, but needed to take the exam to get credit, and my mother enabled me to do that. Sie war auch meine Lehrerin in meinem ersten Jahr von Deutsch an der High School. Ich habe den Unterricht in der Schule gar nicht wahrgenommen, aber musste das Examen am Schluss machen, um die nötigen Punkte zu kriegen. Und meine Mutter hat mich in diese Lage versetzt. She was a very good cook, so we ate well.
Sie war eine gute Köchin und wir haben gut gegessen. Unfortunately, she had significant health issues beginning when she was in her mid-50s. She spent the last 8 or so years of her life in a nursing home and died on January 15, 1975. Leider hatte sie zunehmend Gesundheitsprobleme, angefangen in ihren Mit-50er Jahren und sie musste die letzten etwa 8 Jahre ihres Lebens in einem Pflegeheim verbringen. Sie starb am 15. Januar 1975. My father died on September 20th, 1979, more than 4 years after my mother's death. Mein Vater starb am 20. September 1979, mehr als 4 Jahre nach dem Tod meiner Mutter. While he suffered from depression for much of his life, he lived a good life. Zwar litt er Zeit seines Lebens unter Depressionen, aber er hatte ein gutes Leben. He liked to travel, he liked good food, he liked classical music, especially that written by the 3 Bs, Bach, Beethoven and Brahms. Er reiste gern, er liebte gutes Essen und er liebte die klassische Musik, besonders die geschrieben von den schon erwähnten 3 Bs, Bach, Beethoven und Brahms. While he was not an avid reader, he appreciated German poetry, especially Goethe and Schiller. Er hat nicht allzu viel gelesen, aber er hat sehr deutsche Gedichte geliebt, vor allem von Goethe und Schiller. He was visiting with friends the day before he died. Noch am Tag vor seinem Tod hat er Freunde besucht. He practiced medicine for over 50 years. His profession was one of the great loves of his life. Medizin hat er für über 50 Jahre praktiziert. Sein Beruf war eine der großen Lieben seines Lebens. He was a gifted diagnostician and always kept abreast of medical developments. Er war ein hochbegabter Diagnostiker und hat sich immer sehr über den medizinischen Fortschritt informiert. However, his devotion to his patients was the true hallmark of his life's work. Vor allem aber war die Zuwendung zu seinen Patienten das wichtigste Kennzeichen seiner Lebensarbeit. Which leads us back to today's ceremony. Das bringt uns zurück zu der heutigen Zeremonie. Anneliese Dobler's story is particularly meaningful in that, according to her mother, her late mother, my father saved her life. Frau Doblers Geschichte ist besonders bedeutend hier, denn so wie sie es erzählt und ihre verstorbene Mutter, hat mein Vater ihr das Leben gerettet. Doctors at a children's clinic offered no hope, but my father prescribed antibiotics, then on the cutting edge of medicine, and Anneliese recovered. Im Kinderkrankenhaus konnten ihr die Ärzte keine Hoffnungen machen, aber mein Vater hat ihr antibiotische Medizin verschrieben und Anneliese hat sich erholt. It is still hard for me to believe that the girl who might have died in 1938 is alive and with her son made the gift of the Stolpersteine that will be laid today. Ich kann es immer noch kaum glauben, dass dieses kleine Mädchen, deren Leben mein Vater 1938 gerettet hat, heute noch lebt und zusammen mit ihrem Sohn die Stolpersteine heute hier für meinen Vater stiftet. The stories of my father and Horst Strohmeyer and my father and Eberhard Beisch are less dramatic, but just as meaningful to me. Die Geschichten von meinem Vater und Horst Strohmeyer und von meinem Vater und Eberhard Beisch sind vielleicht weniger dramatisch, aber mir bedeuten sie genauso viel. Herr Strohmeyer, who sadly died earlier this year, recalled that my father came on the tram at night to treat him.
Herr Strohmeier, der Anfang des Jahres gestorben ist, hat mir erzählt, dass mein Vater noch nachts zu Ihnen, zu der Familie Strohmeier kam mit der Straßenbahn. Herr Beisch told me that whenever he and his siblings were even slightly ill, they made a big deal of it. They begged their parents to have my father come and make them well. Herr Beisch hat mir erzählt, dass wenn er und seine Geschwister auch nur ein kleines bisschen krank waren, haben sie eine große Nummer daraus gemacht, damit bitte Dr. Schmal kommt und sie wieder gesund machen soll. I am honored, or would be honored with all of their presence. Unfortunately, the only one who could be here today is Jürgen Dobler, because of all of you have connected me with my father and with my mother so wonderfully. Ich wünschte mir, alle könnten hier sein. Jürgen Dobler ist hier stellvertretend für alle. Und ich bin sehr davon geehrt, dass Sie alle mich so auf eine so wunderbare Art wieder in Beziehung gesetzt haben zu meinem Vater. Und ich danke alle, die hier heute sind. I'm sorry. I'm sorry. Vielen Dank, Steve, für deine bewegenden Worte. Nun werden wir sehen und hören, vor allen Dingen, es wird ein bisschen laut werden, wie die Stolpersteine und damit vielleicht ein Stückchen Erinnerung an deine Eltern zurückkehren, an den Platz, an dem sie gelebt und gearbeitet haben. Der Bautrupp im Auftrag der Stadt wird auf städtischem Grund hier direkt vor dem Haus die beiden Stolpersteine setzen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Herren der Firma Bollmann, die sehr erfahren sind in dieser Arbeit. Wir hören jetzt eine andere Art von Musik, die notwendig ist, und wir verdanken in Stuttgart, der Landeshauptstadt, dass diese Steine überhaupt regelmäßig gesetzt werden können, dass die Steine auf städtischem Grund liegen und dass die Bauarbeiten von der Stadt Stuttgart übernommen werden. Das ist nicht selbstverständlich. Und dafür bedanke ich mich auch an dieser Stelle bei der Stadt Stuttgart, die die Steine übernimmt, und legen Sie ruhig los.